Yes, ja, Usetchung! Was ich heute euch zeigen werde, ist die intensste Bully Rescue Mission ever! Ich habe meinen Onkel im Background, der sitzt schon im Auto. Was wir machen werden, wir werden die nächsten 3 Tage werden wir in den tiefen Busch fahren. Wir haben einen Bulli gefunden, der da steht, der ist komplett leer. Wir haben eine Maschine hinten drauf. Check da. Die werden wir einbauen in den nächsten, ich sag mal 48 Stunden. Hoffentlich kriegen wir es hin. Und das Beste ist, ihr seid dabei. Let's go! It's your mind. Shake away. It's your mind. Shake away. Kick it. Fidel, bist du ready? So ready wie noch nie. Das stimmt wirklich, weil basically kam Fidel actually auf diese Idee. Ihr wisst, mein Name ist Is, ich nehme das live immer sehr easy, so easy wie möglich. Und dann kam mein Onkel Fidel und dachte, nee, lass uns doch einfach den da wegfahren. Nicht immer nur so rescuen, wie wir immer machen, sondern direkt wegfahren. Noch sind wir zu zweit, wir holen jetzt noch jemanden, einen Freund von mir holen wir noch ab. Und dann auf halbem Weg dahin, wir fahren jetzt so 250 Kilometer, werden wir noch neben der Straße noch jemanden treffen, ein Lorry-Mechanic, ein LKW, was ist Mechanic auf Deutsch? Mechaniker. Und der wird uns dann noch helfen, weil das obviously nicht so easy ist und ich basically filmen kann und nur 2 linke Hände habe. So, wie ihr merkt, die Excitement ist da. Jetzt kommt der Moment, wo wir den auf der Sandstraße endlich runternehmen können und die Rescue Mission weitermachen können, so wie man das eigentlich, wie wir es machen wollten. Wir haben den sogar gebrandet jetzt, weil der natürlich so, ich sag mal auf guten Amslang, fucked up gerostet ist. Guck mal hier fehlt sogar ganz viel. Haben wir den jetzt Rusty getauft, weil der fällt auseinander. Aber der kann noch gut fahren. Okay, wir müssen nicht hier rumstehen, ich muss auch mal ein paar Sachen machen jetzt. Dieser Sound. Das ist noch einmal. Alright. Gut, alright. So. Woohoo! Anschnallen brauche ich nicht. Hier ist nämlich kein Safety Belt. Okay, jetzt so langsam müsste Oliver eigentlich müsste den irgendwo neben der Straße treffen. Das ist halt immer so in Afrika, ne? Da hat man so Sachen wie hinter dem zweiten Schild, neben dem großen Baum mit den gelben Blättern. Da treffen wir uns. Und genau das haben wir jetzt. Ah, da steht er, da steht er. Moin Mann, siehst du? So geht das in Afrika, da steht er da. Oliver, lass mal rein! Moin Mann, Rudo bei dir, Mann. Ja, hast du schon lange gewartet? Nein, nicht zu lange, aber lang genug. Ist jetzt gekommen. Nee, das ist doch mooi. Kann ich mein Zeug laden? Ja, bitte doch. Toolbox muss hinten drauf. Check diese neue Tasche hier. Das ist Man Flavor Style. Alles ist ready. Ich sehe, ihr seid original. Aber ich brauche natürlich Leute, die Begin Knowledge haben, von was wir da überhaupt machen. Und du hast hier eine Farm in der Gegend, oder was? Farm hier. Ja? Fruchtet, man kann ja sehen, das ist alles Ja, sehr trocken, ja. sehr trocken. Wir müssen viele Tiere verkaufen, aber ja, Ja? Trotzdem noch lecker. immer noch lecker. Das ist sick. So, jetzt fahren wir durch die Weltstadt Omaruru. Hier ist nie was los, außer Freitagnachmittags. Zufällig haben wir heute Freitagnachmittag. Und hier ist nicht so viel los, aber es geht eigentlich. Aber für Omaruru ist das voll gerade hier. Okay, irgendwas ist gerade scheiße. Wir sind jetzt ungefähr noch so 20 Kilometer, wo wir hin müssen. Einmal wird der immer leiser und leiser und leiser. Das fängt ja schon mal gut an. Wir sind noch nicht erst angekommen und jetzt... Ja, aber das ist so. Wenn man mit alten Autos fährt, dann ist das so. Vielleicht. Müssen wir diese Planke hier oben Okay, also wir denken, das ist, weil der jetzt heiß kriegt. Öl. Öl ist nach. Machen jetzt diese Klappe auch noch mal hier fest, damit der so viel wie möglich Luft kriegt. Gucken, ob die Maschine dann überhaupt startet. Das
es, wenn er so heiß ist, dann startet er manchmal nicht so lange. Nicht, dass ich so weiß, aber ich sag einfach was. Okay, wie wir schon dachten, der dreht nicht. Motor ist fest. Jetzt machen wir den zweiten Gang rein oder sowas. Gucken, ob er loskommt. Okay. Kaum ein paar Meter geschoben. Schon müde. Die Jugend ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Das brauche ich irgendwo mal. Das Schöne ist, die Maschine dreht sich auf jeden Fall. Hier dreht noch alles. Ich denke nur, das ist ein bisschen noch zu heiß, ne? Das wird wirklich heiß. Vielleicht, dass alles sich gedehnt hat und dadurch, I don't know. Das machen wir das, was wir in Afrika am besten können. Chillen. Bis das abkühlt. Okay, Plan 2. Weil wir jetzt nicht so viel chillen wollen, weil die Sonne geht gleich langsam runter. Wir noch gerne ankommen wollen. Wir ziehen jetzt erstmal hier in so einer langen Karawane, versuchen wir den jetzt anzuziehen und hoffen, dass es dann funktioniert. Ja, der hat gestartet. Oh, langsam hört es sich immer besser an. So, warte, komm. Aber was kann das Guck sein? mal, wir fahren. Nee, das ist heiß gefahren. Die Lager sind wir festgelaufen. So, fahren ist vielleicht gut oder nicht gut? Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. Okay, wir wollen das Auto ja nicht komplett kaputt machen, deswegen haben wir jetzt beschlossen, werden wir das jetzt aufladen, aber nicht mehr kaputt machen, als was es schon ist. Ja, meine Freunde, so kann es leider gehen, wenn man einen Schenkenwagen redet, dass der dann den, mit dem man den anderen abholen will, dass der dann auch kaputt geht. Aber wir wollen nicht, wir machen trotzdem weiter. Jetzt hier alles raus. Ja, wir sind jetzt fast angekommen bei der Farm Okosongoro. Hier wohnt ein guter Freund von mir, das ist eine Jagdfarm. Und der hat schon seit Jahren diesen alten T1, wir denken 1960, 61, bei sich an einem Posten stehen. So, hier kommt er angefahren. Truppi, Mr. Kurt Klausen. Sagst du, okay, alles moin Mann hier. Moin Mann. Bist du auf Patrouille oder was? Gleich. Okay. So, dann sehe ich jetzt auch mal endlich meine Flas. Oh, so Ari, das ist so rasch. Tupi und ich kennen uns schon Jahre, aber ich habe es noch nie geschafft, auf seine Flippin' Farm zu kommen. Bis ich gehört habe, hey, da steht ein Schenkenwagen hier. Auf einmal mache ich, oh, das hat auch lange gedauert, actually, aber Das hat Jahre das hat auch lange gedauert, ja. In diesem Land braucht alles Jahre. Ja, das safe. Alles braucht Jahre. Das safe. Okay, so langsam kommen wir hier näher. Das sieht aus wie so eine Art Schrottplatz, oder was ist das hier, Trupi? Das ist hier erste Farmhaus von den alten deutschen Schutztruppe. Die haben hier gewohnt. Ja? Die haben hier gewohnt. Das war das erste Farmhaus. Hier war erste Farmhaus und Verwaltung. Okay. Aber wie du siehst, hier ist nicht noch eine Szene von Urlaub. Alte Autos und... Hier ist heavy Show. Und der Bus, wie kam der hier hin? Hast du da eine Clue? Ne, der war, ich weiß nicht, wann der gefahren hat, war nicht in meinen Jahren. Nicht in deinen Jahren, okay. Aber später war der dann, da haben wir den gebraucht als Karawan und Drahtspanner, die ganze Platz braucht muss Draht und Ja. Pult und Zeug, so dafür hat man das gebraucht. Okay, haben die da drinnen gewohnt, oder? Die haben da drin gewohnt, die haben dieses Ding, das war deren Fleck. Das war deren Fleck. Okay, wo steht der Junge? Ich sehe den Nee, noch nicht. du musst mal hier, komm mal, Laufen. search mal hier rum. Okay. Mal GPS. Okay. So, irgendwo hier muss er jetzt stehen. Hier. Ah. Ey, ich weiß was. Siehst du, ich fühle das. Ich fühle das, wo der ist. Ich laufe automatisch in die Richtung schon hin. Ich fühle das. Guck mal hier. Hier steht er. Hier hinten. Ey, guck mal, wie scheint die Sonne da schön so drauf. So. Ei. Dafür fährt man Stunden von heute Morgen. Fährt man, um den jetzt hier zu finden. Phil? Ja? Phil, fahren wir den hier wirklich weg? Ich hab euch hier gesagt. Truppi, denkst du, wir fahren den weg, du? Wenn ihr den hier wegfahrt, Dann was? Dann kaufen wir mal gerade Bier oder zwei. Weil Okay. Ich glaub, das Du glaubst das nicht? Ja, Phil, was siehst du? Ah, Warzenblinker. Schon mal schön. Das heißt, er muss irgendwann 1960 bis 63. Air Conditioning ist drin, viel Arbeit ist es nicht. Was?
bevor die Sonne untergeht, versuchen wir jetzt nochmal schnell den Shakenwagen ein bisschen so rauszuziehen, weil da, wo der jetzt steht, kann man nicht so gut dran arbeiten und noch bis wir keine Maschine einbauen. Noch, Biggie? Halber Meter. Oh. So, jetzt wird das erste Mal geschoben oder bewegt seit langer, langer Zeit. Der Gang geht noch. Yay! Und die Steeringbox müssen wir den Neu hochheben, weil die muss man von unten so rein. Rechts drehen will. Die sagen viele Wörter, aber ich verstehe nur so 50% davon. Alright. Okay. So, jetzt erstmal Zelt aufstellen. Das Schöne ist, mein Onkel hat mir ein schönes Zelt mitgebracht. So ein Zelt, was genau mein Style ist. Hey! Hey, sowas like ich. Wir müssen noch einmal kurz, bevor wir schlafen gehen, einmal drüber sprechen, wo fangen wir morgen an. So, was ist der Plan, Boys? Als erstes, Fiedel, was denkst du? Ich denke, wir müssen den morgen erstmal lecker hochheben vorne. Ja, beide Seiten, komplett. Ja, vorne, hinten. Mhm. Dann fangen wir vorne an. Okay. Vorne ist die meiste Arbeit, ja. Ja? Vorne, Hubs runter. Checken, dass wir die Steuerbox reinkriegen, das wird nicht so einfach sein. Okay. Also wir fangen vorne an und bewegen uns langsam Arbeiten nach uns nach hinten. hinten. So wie bei den Chicks, du fängst vorne an und arbeitest hinten. So, nach einem schönen Abend am Lagerfeuer wird jetzt erstmal geschlafen. Ein bisschen früher schlafen gehen, weil morgen haben wir ja einen richtig langen Tag. Und mal sehen, ob wir es hinkriegen oder nicht. Erstmal jetzt Zelt zu. Und gute Nacht. Was alle Leute sagen da draußen, in Afrika wird nicht gearbeitet, das stimmt nicht, weil hier wird gearbeitet.